Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anbei eine Übersetzung von Mufti Ahmad zum Thema Belohnung von Dua und empfohlene Vorgehensweise im arabischen Adab genannt. Nahmadu wa nasalli ala Rasulil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dua mukhul ibadah. Es wird von Al-Numan bin Bashir überliefert, dass Rasulullah sagte, die Dua ist die Essenz der Ibadah. Um unser Leben einfach zu gestalten, sollen wir versuchen, alle Taten mit Ikhlas zu praktizieren. Ikhlas bedeutet, dass die Absicht rein sein soll, quasi die Absicht nur, um Allahs Wohlgefallen zu bekommen. Wir sollten in unseren Absichten nicht zweideutig sein, Allah zu gefallen und den Menschen zu gefallen. Die wichtigste Amal für uns Muslime ist das Gebet. Und das Gebet ist eine Möglichkeit, von Allah zu verlangen. Wenn wir es schaffen, von Allah zu verlangen, dann schaffen wir es, eine Verbindung mit Allah aufzubauen. Die Verbindung wird uns dann dazu führen, dass wir die Marufat erlangen können. Marufat bedeutet, dass wir verstehen, was mein Allah von mir in dieser und jenen Situation verlangt. Der Mensch soll von Allah verlangen und wissen, die Umsetzung seiner Absicht ist nur in den Händen von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, die Beziehungen, die er hat, können ihm nicht helfen, sein Anliegen umzusetzen. Deshalb sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihr sollt von Allah auch den kleinsten Teil verlangen, egal wie klein und unwichtig er solch erscheinen mag. Wenn zum Beispiel ein Schnürsenkel gerissen wird, dann sollen wir uns Allah zuwenden und vor ihm unser Bedürfnis klagen, den Schnürsenkel zu ersetzen. Wieso das? Bei Allah macht es nämlich keinen Unterschied, wenn er uns ein Königreich gibt oder ein paar Schnürsenkel. Allah weiß alles, aber es gibt Momente, wo Allah von uns hören will, wie wir zu ihm bitten. Er liebt es, wenn sein Diener sich ihm zuwendet. Es kommt vor, dass jemand ununterbrochen von Allah verlangt, aber seine Dua nicht erhört wird. Er denkt sich dann vielleicht, dass Allah seine Dua nicht erhört, aber in Wahrheit liebt Allah seine Art zu verlangen und möchte es von ihm immer wieder hören. Was Allah ihm im Gegensatz zu seinem verlangten Dua geben wird, wird um ein Vielfaches besser sein, als er sich hätte jemals vorstellen können. In einem Hadith wird berichtet, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen die Gegenleistung der Dua gibt, also für jene Dua, welche auf der Welt nicht erhört worden ist, da werden die Menschen klagen und sagen, oh weh, wie schön wäre es, wenn keiner meiner Dua in dieser Welt in Erfüllung gegangen wäre und ich stattdessen die Gelegenheit heute bekommen könnte. Rasulullah sagt in einem Hadith, Laysa shay'un akram ala Allahi min ad-Dua. Nichts ist wertvoller bei Allah subhanahu wa ta'ala wie die Dua. Allah liebt es, wenn seine Diener ihn fragt und ihm bittet. Und wenn jemand nicht Allah um etwas bittet, dann distanziert sich Allah von diesen Personen. Derjenige, der keine Dua macht, nicht Allah fragt, nicht Allah etwas bittet, von ihm ist Allah enttäuscht. Allah liebt denjenigen, der unentwegt von Allah verlangt. Egal in welchem Zustand. Beim Essen bittet er Allah subhanahu wa ta'ala, dass sein Essen ihm Stärke gibt, seinen Hunger stillt, ihm Kraft gibt, Gutes zu tun. Wenn jemand es sich zur Routine macht, vor jeder Tat Allah zu fragen, ihn zu bitten, dann sieht er, wie seine Liebe und seine Beziehung zu Allah sich verfestigt. Rasulullah sagt in einem Hadith, Man futiya lahu minkum abwabu dua, futiya minkum abwabu rahma. Wem Allah die Türen von Dua öffnet, bedeutet, wem er ermöglicht, ständig Dua zu machen, den öffnet Allah die Türen seiner Barmherzigkeit. Er hat es geschafft, er hat Gutes erreicht. Wer ständig beschäftigt ist mit Dua, eröffnet sich damit die Türen von Rahma. Wir sollten für uns, unsere Kinder, unsere Freunde, Familie und Verwandten immer Dua machen. Damit diese Dua akzeptiert wird, hat uns Rasulullah einige Adabs genannt. Wir werden hier auf ein, zwei eingehen. Rasulullah sagt, wenn sich jemand in einer schlechten Situation befindet und keinen Ausweg mehr sieht und möchte, dass seine Dua akzeptiert wird, dann soll er vorher Dua gemacht haben, als er sich in Wohlstand und Zufriedenheit befand. Wir sollten in guten Zeiten nicht Allah vergessen, dann wird Allah uns in schwierigen Zeiten auch nicht vergessen. Wir sollten besonders in guten Zeiten unser Augenmerk auf Allah richten und von ihm verlangen, dann wird auch unser Dua akzeptiert, wenn wir uns in schlechten Zeiten befinden und Allah um Hilfe rufen. In einer anderen Überlieferung wird berichtet, dass wenn die Dua in den Himmel kommen und hören die Engel diese und sagen, oh weh, was für ein armer Mensch, ein verzweifelter Mensch,
Ein Mensch mit so viel Schwierigkeiten. Die Stimme klingt wie von einem Maslum, aber irgendwie kommt uns diese Stimme nicht bekannt vor. Sie werden daher nicht Amin zu seiner Dua sagen. Wenn jemand in guten Zeiten immer Dua gemacht hat und dann in schwierigen Zeiten weiter Dua macht, dann geht diese Dua in den Himmel und die Engel hören diese. Sie sagen auch hier wiederum, oh weh, was für ein armer Mensch, ein verzweifelter Mensch, ein Mensch mit so viel Schwierigkeiten. Die Stimme klingt wie von einem Maslum und die Stimme kommt uns so bekannt vor. Er hat auch früher immer Allah gefragt und sagen daraufhin Amin zu seiner Dua. Wenn wir nun wollen, dass die Engel zu unserer Dua mit Amin erwidern, dann sollen wir uns zur Gewohnheit machen, in guten Zeiten viel Dua zu machen. Eine andere Adab, welches Rasulullah uns unterrichtet hat, ist diese, dass wir die innere Überzeugung haben sollen, dass Allah meine Dua akzeptiert. Er sagt weiterhin, dass Allah von solch einem Menschen die Dua nicht hört, dessen Herz nicht bei der Sache ist. Wenn jemand einfach so die Worte liest, seine Gedanken ganz woanders sind, sein Herz woanders ist. Er sagt zwar, Allah verzeih mir, Allah gib mir dieses und jenes, aber seine Gedanken sind ganz woanders. Dessen Dua wird Allah nicht akzeptieren. Wir sollen uns bewusst machen, was verlange ich gerade von Allah subhanahu wa ta'ala und wessen Erlösung frage ich. Und der Prophet sagte, wenn es um die Dua geht, dann sollt ihr nicht Eile zeigen. Es soll nicht sein, dass man Dua macht und sofort die Lösungen sehen möchte. Morgens macht man Dua und abends beschwert man sich schon wieder, dass die Dua immer noch nicht erhört wurde. Wir sollen so lange Allah subhanahu wa ta'ala fragen und einfach abwarten. Diese Art Tat wurde von Rasulullah als beste Amal bezeichnet. Von Allah verlangen und dann abwarten ist auch Ibadah. Allah sagt im Heiligen Koran in der Surah Talaq, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُكَ. Wie jemand sich auf Allah verlässt, dann wird Allah für ihn genug sein. Daher sollten wir unsere Dua machen und uns auf Allah verlassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Tawfiq geben, das, was wir gehört haben, zu verstehen, zu praktizieren und an anderen weiterzugeben.